Hallo, wir sind die Familie Blom. Ich bin der Klaus, das ist die Franziska und Johannes ist noch irgendwo Äpfel pflücken, der kommt später. Auf einem Apfelhof aufzuwachsen birgt wirklich wunderschöne Momente. Wir haben früher als Kinder in den Großkisten gespielt, wir sind durch die Höfe gelaufen. Im Sommer hat man im Hof, ist man durch Sprenkleranlagen gelaufen und hat sich so abgekühlt. Und wir haben aber auch immer tatkräftig mitgeholfen und ja, man hat auf jeden Fall viel gelernt und viel mitgenommen. Die Generationen vor mir sind bestimmt vor 200 Jahren angefangen, mal irgendwie damit auszuprobieren mit Äpfeln, Kirschen, Pflaumen und Zwetschgen, Birnen. Aber jetzt machen wir das also intensiv mit Äpfeln und die Randreihen sind meistens Zwetschgen, Kirschen, die habe ich stehen lassen, damit wir einen guten Schutz für unsere Äpfel haben von den angrenzenden Gräben. Wir haben Ernte immer von Juni, August. Da starten die Frühäpfel und dann bis Ende Oktober, Mitte November ungefähr. Und da haben wir eigentlich jeden Tag Ernte, jeden Tag 8 Uhr im Hof sein, wenn nicht schon früher. Und da kommt es auch mal vor, dass man bis 7 oder 8 abends arbeitet. Ja, die Sommer haben sich so dahingehend verändert, dass sie kühl und regnerisch waren. Dieser Sommer 18 ist jetzt eine große Ausnahme, die haben wir ja noch nie gehabt. Auf dem Hof hat sich so viel verändert, dass die Erntezeiten um 14 Tage früher sind wie in anderen Jahren, als ich klein war. Der Anbau hat sich erschwert. Die Knospen muss ich schon im März behandeln. Die Veränderungen im Klima bedeuten auch Veränderungen für uns. Und wir mussten leider unsere Kirschbäume abroden, da sich in den letzten Jahren ein Schädling vom Süden hier zu uns in den Norden gemacht hat. Da blieb uns leider nichts anderes übrig, diese Kirschen zu roden. Und wir haben den Apfelwickler, der zugewandert ist, weil er sich hier total wohl fühlt, weil es hier wärmer wird in dieser Region. Dazu haben wir Hagelereignisse, die öfter vorkommen im Jahr. Das haben wir früher überhaupt nicht gehabt. In meiner Jugend kenne ich natürlich auch Ereignisse, dass wir mal Hagel hatten und dann hat es mal richtig geknallt und dann war ein Jahr die Ernte hin. Aber wir haben bis jetzt jedes Jahr Hagel gehabt und das muss man erst mal auffangen können. Ich hatte heute das Vergnügen, in einen Apfel zu beißen und habe gerade in diesem Apfel habe ich gemerkt, wie zäh die Schale ist. Und das hat zum Beispiel was damit zu tun, dass dieses Jahr so warm war, dass wir kein Wasser, keinen Regen erhalten haben und dieser Apfel natürlich darunter gelitten hat. Dieser Sommer 2018 war natürlich sehr, sehr heiß. Für viele Leute war das wunderschön, alle haben sich gebräunt. Für die Äpfel jedoch bedeutet diese Hitze auch Sonnenbrand. Auch Äpfel können Sonnenbrand haben. Die Auswirkungen sind so, dass als wenn man jetzt sein Fell selber verbrennt, so verbrennt auch die Schale des Apfels und wird unansehnlich. Und im Laufe der nächsten Wochen kommt eine Fäulnis da rein, sodass der Apfel also wirklich abstirbt und runterfällt. Wir unterstützen die Klimaklage auf jeden Fall aus diesem Grund, weil das unsere Existenz ist. Der Apfelhof besteht seit Generationen und auch wir möchten später hier Äpfel ernten können und nicht zugrunde gehen sehen. Und ja, diese Klimaveränderung betrifft uns maßgeblich und wir haben einen ganz, ganz großen Mehraufwand mit diesem veränderten Klima, mit der Wärme. Und das wird schwierig, das wird eine harte Zeit, durch die wir gehen müssen, wenn das so weitergeht. Und da müssen wir auf jeden Fall was gegen tun. Und die Ziele müssen erreicht werden, weil sonst ja, kann man sagen, gibt es diesen Hof nicht mehr allzu lange.